Willkommen zur Anwenderschulung vom Mionske Multifunktionsrelais. Dieses Video soll Ihnen den Einstieg in das Handling mit dem MFR und dem Konfigurationstool erleichtern. Wir werden als erstes auf die Hardware schauen, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Wir werden uns einen Überblick über die Funktionen verschaffen, nochmal auf die verschiedenen Logikgatter eingehen, um zum Schluss ein paar Beispiele für Sonderanwendungen konfigurieren zu können. Beim Thema Hardwareauswahl stehen prinzipiell zwei Bauformen zur Verfügung. Das ist die wasserdichte, vergossene Variante mit Deutschsteckeranschluss und die herkömmliche Kfz-Steckrelais-Variante auf Relaissockelbasis. Zudem können wir jede Ausführung als mechanisches Relais oder mit Halbleiterausgang ausführen. Auch eine Potentialtrennung ist in der Hardware-Varianz vorgesehen. Je nachdem, ob Potentialtrennung vorhanden oder nicht, stehen ein oder sogar zwei Eingänge zur Verfügung, die über bestimmte Logikfunktionen miteinander verknüpft werden können. Haben Sie das MFR Starter Kit vor sich liegen, dann haben Sie, wie hier zu sehen, einen USB-Dongle zum Anbinden an den PC, das Eval-Board zum Probieren der parametrierten Funktionen, die passenden Adapterkabel für die verschiedenen Varianten vor sich. Auch das entsprechende Multifunktionsrelais für Ihre Anwendung in der richtigen Hardware-Konfiguration sollten Sie vor sich haben, um im nächsten Schritt die Konfiguration mit nachvollziehen zu können. Zu den Übersichten der Funktionen können wir einleitend feststellen, dass wir sämtliche Zeitfunktionen der bisher üblichen Zeitrelais im Kfz-Bereich hiermit abbilden können. Auch Sondervarianten wie Impulsrelais, Schrittschaltrelais, Spannungsüberwachungsrelais und so weiter aus der Rubrik Elektronikrelais können hier mit umgesetzt werden. Da wir beim MFR über eine Mini-Steuerung sprechen, in der ein Controller bestückt ist und ein Relais ansteuert, können wir verschiedene Eingangssignale auswerten, miteinander verknüpfen und den Schaltausgang damit beeinflussen. Komplexe Sonderfunktionen wie Steuerung der Türen oder Heckscheibenheizung in Verbindung mit Zeitfunktionen lassen sich ebenfalls mit dem MFR konfigurieren. Zur Parametrierung an sich sei erwähnt, dass wir die Möglichkeit haben, eine Offline-Konfigurierung auszuführen, auf die sich dieses Video bezieht, beziehungsweise auch im Online-Konfigurator entsprechend die Konfigurationen vornehmen und anfragen können. Dazu später in den Praxisanwendungen mehr. Kommen wir bei der Offline-Konfiguration in die Ansicht des Offline-Konfigurators. Dieser ist bereits vorinstalliert auf Ihrem Rechner, idealerweise, und Sie sehen nach Start der Config-Exe dieses Bild. Wir sehen hier im oberen linken Bereich das Thema der Hardware-Konfigurationen. Diese sind durch das Relais ja fest vorgegeben und nicht konfigurierbar. Die bekannten Hardware-Typen, potentialfrei, auch Steckertyp und Stromstärke werden hier durch das Multifunktionsrelais mitgegeben oder können im Online-Konfigurator voreingestellt werden. Bei der Auswahl des Spannungsbereichs ist es wichtig, die Bordspannung zu kennen und hier als Voreinstellung mitzugeben, da hier ein integrierter Spannungsteiler auf die entsprechende Spannungsschwellen achtet. Ein nächster wichtiger Punkt ist der Schreib- und Leseschutz. Wie hier zu sehen, haben wir im Konfigurator die Möglichkeit, einen Schreib- und/oder Leseschutz zu parametrieren. Achtung, beim Thema Schreib- und Lesschutz wird dieser einmal parametriert, kann dieser nur im Hause Mionske wieder zurückgesetzt werden. Zu den Eingangsfunktionen können wir das Dropdown aufschlagen und sehen die verschiedenen Optionen. Neben Digitaleingängen ist es hier auch möglich, analoge Signale
auszuwerten, beispielsweise Spannungen zu überwachen, auf Frequenzen zu reagieren oder sogar auf PWM-Signale zu reagieren. Wenn wir Analogeingänge einstellen, ist es an der Stelle von Wichtigkeit, darauf zu achten, Kommawerte durch Punkt getrennt einzugeben. Zu den logischen Verknüpfungen, wenn wir zwei Eingänge verwenden, haben wir übliche Logikfunktionen im MFR untergebracht. Diese stehen hier zur Auswahl und werden im späteren Teil nochmal näher erläutert. Anzug- und Abfallverzögerungen werden an dieser Stelle konfiguriert. Hier gibt es die Möglichkeiten, Zeiten frei einzustellen, und zwar von 100 Millisekunden bis hin zu knapp 2 Stunden konfigurierbar. An dieser Stelle sei noch der Hinweis gegeben, sollten die vorgegebenen parametrierbaren Zeiten nicht ausreichen, sind wir im Hause Mionske durch Softwareprogrammierung in der Lage, ein kundenspezifisches Multifunktionsrelais mit der vorgegebenen Zeit zu programmieren. Neben dem einfachen Schalten des Multifunktionsrelais am Ausgang ist es ebenso möglich, eine Impulsfolge zu konfigurieren. Bis zu 65.000 Impulse sind hier möglich einzustellen und mit beispielsweise einer Blinkfrequenz von 1 Sekunde ein und 1 Sekunde aus das ganze MFR 1,5 Tage blinken zu lassen. Zum Punkt 3, der Logikgatter, ist hier in einfachen Sätzen der Versuch einer Bezeichnung, einer Umschreibung, wie diese zu verstehen und anzuwenden sind. Damit sind wir mit der eigentlichen Vorstellung der Konfigurationsparameter an dem Punkt angelangt, wo wir Beispiele konfigurieren können. Das einfachste Beispiel für eine Substitution ist ein Schrittschaltrelais, welches wir im nächsten Schritt parametrieren. Kommen wir also zum nächsten Schritt unserer Konfigurationsbeispiele. Das Schrittschaltrelais soll unser erstes Beispiel sein. Wir stecken das Multifunktionsrelais, im Standardfalle ein Multifunktionsrelais mit 2 Eingängen und elektromechanischen Wechsler. Dieses stecken wir über den Parametrieradapter an einen freien USB-Port an. Und um zu testen, ob die installierte Software funktioniert, tippen wir zuerst auf Auslesen. Ist die Datenübertragung erfolgreich mit einem Meldungsfenster bestätigt, können wir sicher sein, dass der Konfigurator funktioniert. Dann können wir im nächsten Step die Einstellungen vornehmen. In dem Bereich links oben sind die ausgelesenen Hardware-Parameter verfügbar. Diese kann man bei Bedarf auch ändern, wenn man eine andere Konfiguration erstellen möchte. Dann schaltet man einfach im Datei-Kontextmenü entsprechend die Hardware-Parameter frei und könnte auch hier Änderungen vornehmen. Zu unserem Beispiel Schrittschaltrelais ist im Grunde genommen nur eine einzige Einstellung notwendig, nämlich die logische Verknüpfung auf Schrittschalten einzustellen. Diese haben wir hier vorgesehen. Mit dieser einfachen Konfiguration, die wir mit Übertragen und erfolgreicher Meldung auf das Multifunktionsrelais geschickt haben, können wir im nächsten Schritt auf dem Eval-Board testen. Dazu einfach das Multifunktionsrelais aus dem Programmieradapter nehmen und auf das Eval-Board aufstecken. Schrittschalten bedeutet nun, dass mit jedem Eingangssignal am Eingang 1 der Ausgang des Relais einmal hin und her schaltet. Die Bestätigung geben uns die 2 LEDs auf dem Eval-Board. Somit wäre die Funktion eines handelsüblichen Schrittschaltrelais abgebildet. Um jetzt auf die Vorzüge, natürlich auch für eine schnelle Umparametrierung einzugehen, möchten wir im nächsten Step aus diesem Schrittschaltrelais ein anzugverzögertes Zeitrelais machen. Ich nehme dazu das Multifunktionsrelais wieder an den Parametrieradapter und nehme Konfigurationssoftware entsprechend die Einstellung für ein anzugverzögertes Zeitrelais von beispielsweise 3 Sekunden vor. Dazu müssen wir die logische Verknüpfung ändern. Wir würden in dem Fall auch die beiden Eingänge nicht voneinander abhängig machen und stellen
nur den Eingang 1 auf Detektion. Wir wollen eine Anzugsverzögerung, die wir in diesem Feld beschrieben haben, von 3 Sekunden parametrieren und möchten am Ausgang einfach auch nur wieder das Schaltverhalten zeigen. Diese Konfiguration übertragen wir wieder auf das Multifunktionsrelais. Und in diesem Schritt des Testens auf dem Eval-Board werden wir feststellen, dass bei Betätigen am Eingang 1 erst nach 3 Sekunden die Umschaltung erfolgt. Die eigentliche Funktion des Schrittschaltrelais aus der vorhergehenden Parametrierung ist hier überschrieben und wir haben eine völlig andere Funktionalität parametriert mit wenigen Mausklicks. Anhand dieser beiden Beispiele haben Sie gesehen, wie einfach auf der einen Seite die Konfiguration möglich ist und auf der anderen Seite auch erkannt, wie viele Möglichkeiten noch geboten sind. Brauchen Sie Unterstützung bei der Parametrierung, bei der Umsetzung Ihrer Steuerungsaufgaben, wenden Sie sich gerne an unseren Support und unsere geschulten Mitarbeiter.